Sacada, 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 sacada. Muy bien, sacada und gancho. Das haben wir heute gemacht. Wir zeigen erstmal die ganze Kombination. Wir haben mit einem Ocho cortado angefangen, aber Veränderung hier, sacada, tschum, pam, gancho, tac und offenes Ende. Irgendwie kann 3, 4, 5, 6, 7, 8 sein oder Media Luna, Parada, was auch immer. Auf jeden Fall sind wir in parallel oder gekreuztes System am Ende. Also es ist wirklich egal. Hauptsache in die gleiche Richtung, wo wir angefangen haben. Also in die Tanzrichtung, in die Milonga-Richtung gegen Uhrzeigersinn. Jetzt, aufbauen haben wir das so gemacht. Erstmal Ocho cortado, eine Sache, die alle kennen. Rebote, ta, ting, tac, ta, Ocho cortado. Und da gibt es wichtige Sachen. Die Frau soll immer nach einem Rebote, wenn sie vorwärts geht, außen vorbei laufen. Das soll immer sein. Immer. Das haben wir alles in unserem Kurs Leading and Following Secrets, das könnt ihr hier finden. Und dann gibt es noch ein Konzept, das Ocho cortado. Ocho cortado, wenn ich das mache, sie soll immer kreuzen. Wenn der Mann das führt, soll sie kreuzen. Wenn der Mann das nicht führt, soll sie auch kreuzen. Also dieses Kreuzen führt man nicht, kann man, muss man aber nicht. Den muss man einfach nur vermeiden, verändern, verhindern, was auch immer, aber nicht wirklich unbedingt führen. Und dann haben wir genau eine Veränderung gemacht. Rebote, Ocho cortado, den haben wir verändert, damit sie da nach vorne geht, statt zu kreuzen. Nochmal Rebote, Ocho cortado, sie geht nach vorne. Wie verändern wir das? Die Antwort ist hier. Wenn ich den Rebote mache, ich blockiere den Rücken, damit sie diese Bewegung hier nicht machen kann. Ich bleibe, so dass wenn sie das versucht, geht nicht. Sie muss einfach nach vorne gehen. Es ist viel zu unnatürlich. Sie muss einfach nach vorne laufen. Sie kann nicht kreuzen. Ich blockiere, sie geht nach vorne. Hier habe ich die Gelegenheit, eine Sacada zu machen. Jedes Mal, dass ich die Gelegenheit habe, eine Sacada zu machen, ich mache sie. Nicht vergessen, mit Gewicht gehen, okay? Also Ocho cortado und jetzt Schritt machen, also Gewicht. Ja, Andeuten, nicht nur sondern andeuten, sondern mit Gewicht zu gehen. Da mache ich das, dann bringe ich sie hier außen vorbei, selbstverständlich. Und dann Gancho und weitergehen. Warum macht sie den Gancho da? Die Antwort war, weil sie das kann. So einfach, weil sie es einfach kann. Sie spürt, dass sie das kann und sie macht das. Sie kann auch entscheiden, das nicht zu machen. Aber meistens, wenn sie die Chance hat, das zu machen, dann macht sie das. Ocho cortado, Veränderung, außen vorbei. Ich führe sie jetzt um mich herum wieder nach vorne. Ich gehe hier rein und sie spürt, oh, sie kann das machen, also dann macht sie das. Sie könnte auch ganz wohl das nicht machen. Passiert nichts, verändert sich nichts. Aber jedes Mal, wenn Ludmila spürt, sie kann ein Gancho machen, Ludmila macht den Gancho, weil sie Ludmila ist. Dazu gehört auch ein Konzept von dem Giro. Rückseite, Vorseite, Rückseite, Vorseite, Rückseite, vor, immer genau gleich, aber der Schritt zur Seite ist anders als der Schritt zur Seite. Also zur Seite nach dem Schritt rückwärts ist anders als der Schritt zur Seite nach dem Schritt vorwärts. Der Schritt zur Seite nach dem Schritt vorwärts ist eigentlich diagonal vorwärts, damit sie besser um den Mann herum gehen kann. Und das macht das, wenn sie dann den Gancho macht, viel näher zu mir bleibt. Und dann können wir so weiter ganz ruhig tanzen in geschlossener Umarmung. Verändert sich überhaupt nichts. Und letzte Sache. Die Sacadas, die wir machen, die gehen immer zu dem Fuß, der weggeht. Immer. Zum Beispiel, Ocho. Sacada, 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 Sacada. Alle gehen immer nahe zu dem Fuß, der weggeht. Aber selbstverständlich gibt es Ausnahmen. Und wenn ich einen Gancho von ihr will, eine Sacada nahe zu dem Fuß, der weggeht, zu machen, ist eigentlich ein Fehler, weil sie keinen Platz hat.
Nehmen wir diese Kombination jetzt als Beispiel. Zeigen wir das. Sie geht dahin. Sie? Diese Position. Ich könnte die Saccada hier machen. Wenn ich die Saccada da mache, nahe zu diesem Fuß, Sie versuchen ein Gancho zu machen, gelingt nicht. Jetzt, ich versuche die Saccada nahe zu dem anderen Fuß zu machen. Versuche sie den Gancho zu machen, der gelingt, mehr oder weniger. Was kann ich machen, damit das leichter ist? Tiefer gehen. Die Saccada nahe zu dem Standbeinfuß machen, aber tiefer. Total erfolgreicher Gancho. Jetzt, liegt das nur an die Tiefe der Saccada? Nicht wirklich, weil ich könnte die Saccada auch ganz tief machen, nahe zu dem Fuß, der weggeht. Hier, nahe zu diesem Fuß, ganz tief. Und die Saccada, der Gancho gelingt auch nicht, weil unsere Knie sich gegenseitig blockieren. Also es ist die Tiefe und auch das Bein, wo ich die Saccada mache. Nahe zu dem Standbeinfuß und ganz tief. Dann gelingt der Gancho, falls sie den Gancho machen will.